Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dr. AP. Ich interessiere mich für die Bereiche Pädagogik, Philosophie und Geschichte. In meinem heutigen Beitrag geht es um zwei Figuren aus dem Roman von Aldous Huxley, Brave New World, auf Deutsch Schöne neue Welt. Es geht um Marx und um Crown. Marx ist der Außenseiter, Crown ist die Konformistin. Die zentrale Frage dabei lautet: Was passiert, wenn das Gefühl, happy zu sein und dazuzugehören, wichtiger wird als Freiheit? Okay. Lasst uns mal in eine Welt eintauchen, die auf den ersten Blick perfekt erscheint, aber nur auf den ersten Blick. Wir schauen uns heute eine Gesellschaft an, die das Glück quasi verstaatlicht hat und fragen uns, was passiert, wenn jemand da einfach nicht reinpasst. Also stell dir das mal vor. Nie wieder Schmerz, keine Sorgen, kein Herzschmerz. Klingt doch eigentlich nach dem Paradies, oder? Aber, und das ist das große Aber, was, wenn dieses garantierte Glück einen extrem hohen Preis hat? Genau das schauen wir uns jetzt an. Gemeinschaft, Identität, Stabilität. Das ist das offizielle Motto dieses Weltstaates. Klingt ja erstmal ganz gut, oder? Fast schon wie ein Versprechen. Aber hinter diesen drei Worten steckt eine ziemlich düstere Wahrheit. Denn hier wurde im Grunde alles, was wir unter Freiheit verstehen, einfach eingetauscht gegen absolute, totale Stabilität. Ja, und wie genau baut man so eine perfekte Gesellschaft? Schauen wir uns mal das Fundament an. Das Ganze ist wirklich von Grund auf durchgeplant, um Chaos ein für alle Mal auszuschließen. Es fängt schon vor der Geburt an. Schritt 1: Menschen werden nicht mehr geboren, sondern quasi am Fließband hergestellt. Mit dem sogenannten Bukanowski-Verfahren kann man bis zu 96 identische Menschen erzeugen. Wahnsinn, oder? Schritt 2: Jeder wird von Anfang an in eine von 5 Kasten eingeteilt. Von den superintelligenten Alphas, die die Gesellschaft leiten, bis runter zu den Epsilons für die einfachsten Arbeiten. Und Schritt 3, der vielleicht wichtigste: die Konditionierung. Von klein auf wird den Leuten im Schlaf eingetrichtert, dass sie ihren Platz und ihre Arbeit lieben. Nichts wird hier dem Zufall überlassen. Und so sieht diese Hierarchie dann aus. Ihr seht hier die Aufteilung: Alphas ganz oben, die kleinste Gruppe, und dann geht's runter bis zu den Epsilons, die die Mehrheit stellen. Die Idee dahinter ist bestechend einfach, aber auch ziemlich erschreckend. Wenn jeder von Geburt an darauf programmiert ist, mit seiner Rolle zufrieden zu sein, gibt es kein Neid, keinen Aufstand, keine Unzufriedenheit, einfach nur Stabilität. Okay, und wie lebt es sich so in dieser Welt? Lernen wir doch mal das perfekte Aushängeschild des Systems kennen: Lenina Crown. Lenina ist eine Beta, sie arbeitet als Impfarbeiterin, ist super beliebt und, nun ja, sie ist das Idealbild einer Bürgerin dieses Staates. Sie glaubt felsenfest an die Regeln. Und wenn doch mal ein unangenehmes Gefühl aufkommt, kein Problem. Dafür gibt's ja Soma, die Glücksdroge. Ein kleines Päckchen davon und jeder Zweifel, jede Traurigkeit ist weg. Sie ist quasi der lebende Beweis, das System funktioniert, solange man die Regeln befolgt und die Drogen nimmt. Aber was passiert, wenn mal was schief geht im System? Wenn jemand eben nicht so perfekt reinpasst? Tja, dann bekommt man jemanden wie Bernhard Marx. Bernhard ist eigentlich ein Alpha Plus, also die absolute Elite. Aber er hat ein Problem. Er ist kleiner als die anderen Alphas. Das mag für uns banal klingen, aber in seiner Welt macht ihn das zum Außenseiter. Seine Konditionierung scheint auch nicht ganz funktioniert zu haben, denn er ist wütend, er zweifelt, er fühlt sich fremd. Er hasst die Oberflächlichkeit, die Lenina so selbstverständlich lebt, und sehnt sich nach etwas Echtem. Und dieses Zitat von ihm bringt es auf den Punkt. Leidenschaft will ich kennenlernen. Ich will Gefühle in ihrer ganzen Macht. Er will nicht die gedämpfte, künstliche Zufriedenheit auf Knopfdruck. Er will das volle Programm, auch wenn es weh tut. Er will fühlen. Und damit sind wir beim Kern des Ganzen: Glück. Was ist das eigentlich? Ist es eine Pille, die man schluckt, oder ein echtes Gefühl? Hier krachen die Weltanschauungen von Lenina und Bernard frontal aufeinander. Schauen wir uns das mal genauer an. Für Lenina ist Glück ganz klar: soziale Harmonie, keine schwierigen Gefühle, immer Soma griffbereit und die berühmte Regel: jeder gehört jedem anderen. Also keine tiefen, komplizierten Beziehungen. Bernhards Welt ist das genaue Gegenteil. Er sucht authentische Gefühle. Er fordert sogar das Recht, unglücklich zu sein. Er will tiefe persönliche Verbindungen und sucht nach echter Leidenschaft. Und dieser ganze Konflikt wird nochmal auf eine ganz neue Stufe gehoben, als eine dritte Person ins Spiel kommt: John. Er ist ein echter Außenseiter, der sogenannte Wilde, der außerhalb dieser kontrollierten Gesellschaft aufgewachsen ist.
John stellt das System vor eine riesige Herausforderung und zwingt den Weltkontrolleur, also den obersten Chef, quasi Farbe zu bekennen. Und der gibt ganz offen zu, ja, wir haben Kunst, wir haben Wissenschaft und Religion geopfert. Warum? Weil all diese Dinge starke Gefühle auslösen. Sie machen die Leute unruhig, lassen sie zweifeln. Und das stört die Stabilität. Also weg damit. Und Johns Reaktion darauf ist eine der berühmtesten Stellen überhaupt. Er schreit quasi heraus, ich will Gott, ich will Poesie, ich will wirkliche Gefahren und Freiheit und Tugend, ich will Sünde. Er will einfach alles zurück, was Menschsein ausmacht, mit all den Höhen und Tiefen, dem Guten wie dem Schlechten. Er lehnt diesen faulen Kompromiss komplett ab. Tja, und das wirft die entscheidende Frage auf, vor die wir alle gestellt werden. Was ist denn jetzt wichtiger? Das garantierte Glück oder die absolute Freiheit? Die Geschichte gibt uns keine leichte Antwort. Im Gegenteil, wir haben hier die Wahl zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite Komfort, Sicherheit und Stabilität. Aber dafür gibst du deine Individualität und tiefe Gefühle auf. Auf der anderen Seite Freiheit, Leidenschaft, Kunst. Aber dafür bekommst du auch Schmerz, Leid und Chaos. Lenina wählt den Komfort. Bernard will die Freiheit, ist aber zu feige dafür zu kämpfen. Und John? Er zerbricht an diesem Konflikt, weil er versucht, beides zu sein und zwischen den Welten gefangen ist. Und damit bleibt am Ende die Frage an dich, wenn du wirklich wählen müsstest, welche Welt würdest du nehmen? Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.